Im Media-Account kann ich beim Export von PDFs die Meldung mit Hilfe von Grafiken statistisch auswerten lassen. Für den Export können dafür alle in den Insightboards verfügbaren Grafiken verwendet und individuell angepasst werden. In diesem Video schauen wir uns diese Funktion mal genauer an. PDFs, die statistische Auswertungen beinhalten, kann ich im Media-Account an mehreren Stellen erzeugen. Auf der Meldungsübersicht erzeuge ich sogenannte direkte Exporte. Das heißt, ich wähle erstmal ein paar Meldungen aus und klicke dann oben in der Toolbar direkt auf den Export-Button. Im Anschluss öffnet sich dann der Exportdialog und ich kann direkt loslegen. Die zweite Möglichkeit ist der Export aus einem bestehenden Reporting heraus, ein PDF zu erzeugen. Dafür wechsle ich in den Reporting-Bereich, wähle ein Reporting aus und starte auch hier wieder den Exportdialog. Die dritte Möglichkeit zum Erzeugen eines PDFs bietet mir der Medienspiegel. Hier lege ich ein sogenanntes PDF-Ausgabeformat an und erzeuge dann bei jeder Veröffentlichung ein entsprechendes PDF. Der Medienspiegel geht in Sachen Komfort aber noch einen Schritt weiter. Er speichert meine individualisierte Grafikauswahl und auch alle Anpassungen, die ich an den Grafiken vorgenommen habe, immer direkt mit ab. Das ist mega praktisch, wenn ich zum Beispiel vom Standard abweiche. Den Einsatz im Medienspiegelbereich zeige ich in einem separaten Video. Da der Grundaufbau überall der gleiche ist, spielen wir den Ablauf am Beispiel des Direktexportes durch. Schauen wir uns jetzt mal das Konfigurationsmenü für den Export an. Wie gewohnt wähle ich mir ein paar Meldungen aus und klicke den Export-Button oben in der Toolbar. Es erscheint das seitliche Panel und hier sehe ich die Box, in der das Standardset aus einzelnen Grafiken aufgelistet wird. Jede Grafik hat einen Titel, der den Inhalt beschreibt. Auf der rechten Seite der Liste kann ich über Klick auf das Zahnrad noch die Konfiguration öffnen und die Grafiken individuell anpassen oder einen anderen Titel vergeben. Wenn ich eine der Grafiken nicht für den Export verwenden möchte, lösche ich sie einfach mit Klick auf das X aus der Liste. Andersherum kann ich aber auch weitere Grafiken hinzufügen, wenn mir bestimmte Aspekte bei der Auswertung fehlen. Dafür klicke ich einfach unter der Auswahlbox auf den Link Grafik hinzufügen. Im nächsten Schritt wähle ich dann entweder die Option, eine einzelne Grafik hinzuzufügen oder gleich ein ganzes Grafikset aus den Insightboards zu laden. Wir fangen jetzt aber erstmal klein an und laden nur eine Einzelgrafik. Das Menü zeigt uns jetzt die ganze Palette an Grafiken, die aktuell verfügbar sind. Mich interessiert hier zum Beispiel die Tonalität der Meldung. Um das zu analysieren, wähle ich mir mal das Kreisdiagramm nach Reichweite und das gleiche nochmal nach Anzahl. Die beiden Grafiken erscheinen jetzt ganz unten in meiner Liste und ich kann den Export starten. So, fertig. Jetzt schauen wir uns das Ergebnis im PDF einmal an. Hier sieht man, dass der Export alle Grafiken direkt hintereinander mit ein bisschen Abstand zueinander auflistet. Es passen ca. 2 bis 3 Grafiken auf eine PDF-Seite. Das Layout der Grafiken kennen wir schon aus den Insightboards, aus denen die Grafiken ja auch direkt stammen. Da wechseln wir jetzt mal kurz hin. So, in den Insightboards habe ich ja die Möglichkeit, mit den Standardboards zu arbeiten oder auch eigene Boards zu erstellen. Alle Boards, die hier vorliegen, kann ich auch für meine PDF-Exporte verwenden. Ich lege mir mal schnell ein neues Board an und wähle Standard als Basis für das Board. So, jetzt ändere ich noch den Titel, damit wir das Board gleich besser finden und ganz wichtig, nicht vergessen zu speichern. Jetzt zurück in den Meldungsbereich. Hier ein paar Meldungen auswählen und wieder den Direktexport aufrufen. Die aktuellen Grafiken lösche ich hier schnell mal mit Klick auf das X aus der Auswahlbox. Jetzt lade ich einmal die Grafiken aus dem eben erstellten Board. Dazu klicke ich auf Grafik hinzufügen und dann Grafiken aus Insightboard hinzufügen. Hier erscheint jetzt auch das eben angelegte Testboard. Wählen wir mal aus, wunderbar. Und schwupp werden alle Grafiken aus dem Board in die Auswahl geladen. Wenn ich jetzt auf Exportieren klicke, enthält mein PDF die eben von mir ausgewählten Grafiken. Noch eine kurze Info am Rande: Nach dem Laden haben die Grafiken keine Verbindung mehr zum ausgewählten Insightboard.
Wenn ich also Änderungen am Inside-Board vornehme, werden diese nicht automatisch an den PDF-Export weitergegeben. Um jeweils die neueste Version der Grafiken zu bekommen, müsste ich erneut die Grafiken importieren. Genauso verhält es sich auch umgekehrt. Alle Änderungen hier im Export-Dialog haben keinen Einfluss auf die Inside-Boards. Ich kann hier also ganz unbesorgt Anpassungen an den Grafiken vornehmen oder nicht benötigte Grafiken löschen, ohne an anderer Stelle etwas kaputt zu machen, zu verändern oder zu löschen. Um wieder auf das Standard-Grafikset zu wechseln, kann ich die aktuelle Auswahl mit Klick auf den Link rechts über der Auswahlbox zurücksetzen. Viel Spaß jetzt beim Ausprobieren und Exportieren!